Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Gesundheitsvideo von mir. Heute möchte ich euch einige essbare Wildkräuter vorzeigen, die man hier im Sommer in Deutschland findet. Denn alle essbaren Wildkräuter sind Heilkräuter, wahre Schätze der Natur. Denn im Hadith von Bukhari sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah hat keine Krankheit herabkommen lassen, ohne dass er für sie zugleich ein Heilmittel herabkommen ließ. Und da wir hierzulande massenweise mit Heilkräutern gesegnet sind, subhanallah, sollten wir nicht unachtsam ihnen gegenüber sein, sondern so viel wie möglich davon kennenlernen. Insha'Allah, damit wir sie auch regelmäßig pflücken können und entsaften. Mein Video zu den Wildkräutern, die man im Winter finden kann, verlinke ich euch hier oben noch, Inshallah. Und dann will ich auch gleich mit dem Giersch anfangen, den wir hier jetzt sehen, der auch Geißfuß, Ziegenkraut oder Dreiblatt genannt wird, weil er immer dreiblättrig angeordnet ist, sogar der Stängel ist dreikantig. Die Blätter dieser Heilpflanze enthalten viel Kalium, Vitamin C, Carotin, Eisen sowie ätherische Öle und Harze. Die frischen Triebe sind immer die gesündesten, die sollte man bei jeder Pflanze versuchen, immer zuerst zu pflücken. Der Giersch wurde jahrhundertelang gegen Gicht, Rheuma und Arthritis eingesetzt. So soll er unter anderem krampflösend, entgiftend, blutreinigend, abführend, beruhigend, entwässernd, verdauungsanregend, harntreibend, entzündungshemmend und harnsäurelösend sein. Und so hilft er innerlich angewendet unter anderem bei Blasenentzündungen, Durchfall, Verdauungsschwäche, Skorbut und Übergewicht und natürlich Gicht und Rheuma. Der Giersch sowie alle Wildkräuter erfreuen mit einem ungewöhnlich hohen Mineralstoff- und Vitalstoffgehalt. Sie stecken voller Vitamin C, sind sehr proteinreich, sie sind robust, widerstandsfähig, vor Gesundheit strotzend und äußerst lebensfroh. Sie stecken voller bioaktiver Pflanzenstoffe, Flavonoide, Gerbstoffe, Antioxidantien, Bitterstoffe, die sehr wichtig für unsere Gesundheit sind, weil sie die Leber unterstützen, bei der Fettverdauung helfen, Pilzinfektionen vorbeugen und die gesunde Darmflora pflegen. Vor allem aber enthalten sie sehr viel Chlorophyll, das genauso wichtig wie Sonnenlicht ist, ohne das es kein Leben gäbe. Das hier ist Luzerne, auch Schneckenklee genannt. Das ist die Pflanze, die aus Alfalfa-Sprossen heranwächst. Aus dem Arabischen übersetzt bedeutet Alfalfa Vater aller Nahrung, was sich auf den erstaunlichen Nährwert dieser Pflanze gründet. Alfalfa zeichnet sich als pflanzliche Proteinquelle aus und gilt als wahres Vitalstofflager. Neben den Vitaminen A, B1, B6, C, E und K spendet das Sprossengemüse bemerkenswerte Mengen an Calcium, Kalium, Magnesium, Eisen, Zink und Phosphor sowie die essentiellen Aminosäuren Tyrosin und Tryptophan. Der hohe Chlorophyllgehalt von Alfalfa macht ihn zum alkalisierenden Unterstützer unseres Säurebasenhaushalts. Vor allem die Leber profitiert von seinen entgiftenden Fähigkeiten. Die enthaltenen Antioxidantien machen sich in unserem Organismus überdies als Radikalfänger verdient und bieten möglicherweise sogar einen natürlichen Strahlenschutz. Darüber hinaus soll Alfalfa blutreinigend wirken und vor Pilzinfektionen schützen. Außerdem sollen sie entzündungshemmend, fiebersenkend, blutstillend und appetitanregend sein, als auch den Cholesterinspiegel regulieren können. Hier sehen wir jetzt den Waldmeister. Waldmeister reinigt das Blut, wirkt antiseptisch, treibt Harn-, Schweiß- und Gallensäfte, wirkt betäubend und wurde zur Wundheilung eingesetzt. Als Heilmittel dient das Kraut der noch nicht blühenden Pflanze. Also man sollte den Waldmeister möglichst vor der Blüte sammeln. Dann fördert er den Blutfluss, hemmt Entzündungen und löst Krämpfe. Ich benutze den Waldmeister nur zum Entsaften, wie alle anderen Kräuter auch. Würde man ihn allerdings trocknen, dann wird Kumarin frei. Und dies kann zu Benommenheit wie Kopfschmerzen führen und bei langem Konsum der Leber schaden. Aber wenn man ihn im frischen Zustand einfach nur entsaftet, dann schaden die Kumarin-Leucoside, die maximal bis zu 0,28% enthalten sind, überhaupt nicht. Das Heilkraut wird bei Menstruationsschmerzen, Krämpfen und Harnproblemen eingesetzt. Es bietet eine Prophylaxe gegen Blasen wie Harnröhrensteine sowie Stauungen der Leber. Historisch war er als Mittel gegen die Gelbsucht und zum Blutreinigen bekannt. Ein Fußbad mit den Blättern sollte müde Beine munter machen und medizinisch war dies ebenfalls gerechtfertigt, denn das Labkraut öffnet die Poren und steigert so die Durchblutung. Insgesamt gilt, Waldmeister wirkt Entzündungen ebenso entgegen wie Bakterien, wirkt antioxidativ und bisweilen antiviral gegen Herpes simplex. Innerlich eingenommen hilft Waldmeister gegen innere Unruhe, Probleme beim Einschlafen und Beschwerden bei der Periode sowie gegen die als Frühjahrsmüdigkeit bekannten Symptome.
Der Waldmeister ist ja auch eine Art Labkraut, von denen es verschiedene Sorten gibt, wie hier zum Beispiel jetzt das Klettenlabkraut, welche eine vielseitige Heilpflanze ist, die innerlich und äußerlich angewendet zur Reinigung des gesamten Organismus beiträgt. Bei innerlicher Anwendung regt es die Lymphgefäße an und fördert den Abtransport von Schlacken. Frisch gepresster Klettenlabkrautsaft soll die Bildung entarteter Zellen hemmen und kann auch unterstützend bei Krebserkrankungen eingenommen werden. Früher wurde das Heilkreuz bei Müdigkeit und Erschöpfung eingesetzt. Plinius setzte es bei Schlangenbissen, zum Blutstillen und bei Ohrenschmerzen ein. Heutzutage kommt das Klettenlabkraut vor allem bei Harnwegsinfekten und Hautleiden zum Einsatz. Insgesamt gibt es über 600 Labkrautarten, die sich durch ihre Erscheinungsart ziemlich ähneln. Dies hier ist das Wiesenlabkraut. Zur Unterstützung bei einer Krebstherapie kann frischer Pflanzensaft des Wiesenlabkrauts getrunken werden. Äußerlich eignet er sich bei Ekzemen und zum Stillen von Blutungen. Bei leichten Depressionen, Unruhezuständen, Durchfall, Magen-Darm-Koliken und hohen Cholesterinwerten kann ein Tee mit Wiesenlabkraut eine Heilung sanft unterstützen. Das hier ist die silberblättrige Taubnessel, die auch Goldnessel genannt wird. Die entzündungshemmenden, antibakteriellen und verdauungsfördernden Eigenschaften der Goldnessel finden bei Bronchitis, Katarren, Beschwerden im Magen-Darm-Trakt und bei Fieber Anwendung. Auch bei Gicht- und Hautproblemen wie Juckreiz, Schwellungen, Nagelbettentzündungen und Krampfadern kommt der goldgelbe Bodendecker in Form von Umschlägen zum Einsatz. Bei vielen Frauenleiden wie Menstruationsbeschwerden kann ein Tee daraus, gemischt mit anderen Frauenkräutern, Linderung verschaffen. Jeder kennt das folgende Heilkraut, den Löwenzahn, welcher eine besonders kraftvolle und unverwüstliche Pflanze ist, denn er wächst noch aus der kleinsten Ritze im Asphalt und trotzt dort selbst der größten Sommerhitze. Und eben diese Unempfindlichkeit, Zähigkeit und Lebenskraft überträgt der Löwenzahn auf all jene, die ihn anzuwenden wissen. Der Löwenzahn hat deshalb viele Heileigenschaften. So hat er zum Beispiel positiven Einfluss auf sämtliche Organe, die an der Verdauung beteiligt sind, indem er die Magensaftsekretion steigert, appetitanregend wirkt und außerdem krampflösend. Auch bei Problemen mit der Leber oder der Galle ist der Löwenzahn eine der wichtigsten Heilpflanzen und wird folglich nicht nur bei Leberreinigungen, sondern traditionell auch bei Hepatitis, Gallensteinen und Leberzirrhose eingesetzt. Der Löwenzahn beherbergt sogar Inhaltsstoffe, die das aggressive Wachstum von Tumoren hemmen können, sodass der Löwenzahn sogar erfolgreich in der Krebstherapie eingesetzt werden kann. Ferner hilft der Löwenzahn bei Diabetes. Er wirkt als Antioxidant gegen oxidativen Stress. Er wirkt als Mittel für die Harnwege. Er kann bei sämtlichen Schwächezuständen eingesetzt werden, um den Körper wieder in Schwung zu bringen, indem er sowohl die Nieren stärkt, die Leber, die Bauchspeicheldrüse, die Milz, den Darm und den Magen und dank seiner leberaktivierenden und antioxidativen Kraft außerdem dabei hilft, Giftstoffe aus dem Körper zu entfernen. Außerdem versorgt er uns mit sehr vielen Vitalstoffen. So besitzt er zum Beispiel 40 mal so viel Beta-Carotin wie Kopfsalat, 9 mal so viel Vitamin C, 4 mal so viel Vitamin E, 8 mal so viel Calcium, 4 mal so viel Magnesium, 3 mal so viel Eisen und der doppelten Menge an Proteinen. Die Schafgarbe ist eine beliebte klassische Heilpflanze, die für die Verdauungsorgane und Frauenleiden eingesetzt werden kann. Ihre Heilwirkungen sind blutreinigend, blutstillend, krampflösend, gefäßtonisierend. Besonders hervorzuheben ist auch die Fähigkeit der Schafgarbe bei den Venen, den Rückfluss des Blutes zum Herzen zu fördern. Dadurch wird der Kreislauf verbessert und venöse Beschwerden wie Krampfadern, dicke geschwollene Füße, Durchblutungsstörungen des Herzens und die Schaufensterkrankheit werden positiv beeinflusst. Hier sehen wir die purpurrote Taubnessel. Sie versorgt uns mit ihren Gerbstoffen, Flavonoiden und ätherischen Ölen, die dazu beitragen, die Nierentätigkeit anzuregen und den Körper zu entgiften. Ihre Inhaltsstoffe sind Vitamin B und C, Aucubin, Gerbstoffe, Germanium, Kalium, Kieselsäure, Schleimstoffe, Zink und Zirkon. Hier sehen wir das sogenannte Fünffingerkraut. Das Fünffingerkraut kann sowohl bei innerlichen als auch bei äußerlichen Beschwerden helfen. So wird die Heilpflanze vor allem bei Diabetes, bei Kreislaufproblemen, Durchfall, Blutungen, Heiserkeit, Mandelschwellungen, bei einem Nierenleiden, bei Geschwüren, Zahnschmerzen, Halsschmerzen, niedrigem Blutdruck, bei Schwindsucht und bei Hautproblemen angewandt. Es enthält Gerbstoffe, Calcium, Eisen, Schwefel und Tannine. Hier sehen wir die Wilderdbeere, also die jungen Blätter, die sind vor allem blutreinigend, venenpflegend, helfen bei Krampfadern, wurmtreibend, herzstärkend
und entzündungshemmend. Das hier ist die Goldrute. Die Goldrute wirkt entwässernd und harntreibend. Sie gilt als gutes pflanzliches Heilmittel bei Harnwegsinfektionen und krampfhaften Schmerzen. Ihre Anwendungsgebiete sind Vorbeugung und unterstützende Behandlung von Harnwegsinfekten, Verbesserung der Nierentätigkeit, Ableitung und Vorbeugung von Harnsteinen, unterstützende Behandlung von Gelenkschmerzen bei rheumatischen Erkrankungen und Arthrose. Laborversuche haben ergeben, dass die Wirkstoffe neben der harntreibenden Wirkung auch Entzündungen hemmen und Krämpfe lösen könnten. Das würde positive Effekte auf Gelenkbeschwerden, rheumatische Erkrankungen und Schmerzen erklären. Dem krampflösenden Effekt der Goldrute ist es zu verdanken, dass auch viele Hustenteemischungen Goldrute enthalten. Das hier ist das Schöllkraut, was nicht gepflückt werden sollte, da seine Inhaltsstoffe in größeren Mengen eingenommen leberschädigend wirkend und den Magen-Darm-Trakt reizen, woraufhin Erbrechen und Kreislaufstörungen folgen könnten. Das hier ist die Knoblauchsrauke. Dazu hatte ich ja schon etwas in meinem anderen Video zu den Wildkräutern im Winter gesagt. Sie riecht und schmeckt mild nach Knoblauch und deshalb kann man sie wunderbar für Kräuterquark und Pesto benutzen. Hier nur kurz zu seiner Wirkung nochmal. Das frische Kraut wirkt blutreinigend und harntreibend. Ebenso ist es schleimlösend und hat einen positiven Einfluss bei Asthma, Husten und Bronchitis. Hier sehen wir jetzt die Vogelmiere. Die Vogelmiere schmeckt sehr gut, also relativ mild im Gegensatz zu den meisten anderen Wildkräutern, die eben sehr bitter schmecken. Deshalb kann man sie auch wunderbar in den Salat geben. Aber auch als Heilkraut kann sie umfangreich genutzt werden. Sie hilft bei Lungenleiden, Husten und Hämorrhoiden. Weiter hilft sie bei der Blutbildung, bei Rheuma, soll vor grauem Star schützen, den Cholesterinspiegel senken und anregend auf Verdauung und Stoffwechsel wirken. Wegen seiner reinigenden Wirkung auf Blut, Niere und Blase wirkt es sich positiv bei Hautkrankheiten wie Schuppenflechte und Ekzemen aus. Diese kleine Wunderpflanze hat eine reinigende und stärkende Wirkung auf den ganzen Körper. Ihre Eigenschaften sind adstringierend, anregend, blutbildend, blutreinigend, blutstillend, entzündungshemmend, harntreibend, kräftigend, krampflösend, kühlend, reizmildernd, schleimlösend und schmerzstillend. Als nächstes zeige ich euch einfach mal, wie ich hier Gras pflücke. Ganz normales Gras, wie es draußen in der Natur wächst. Denn genau wie alle anderen Kräuter, die ich euch hier vorgestellt habe, werde ich dieses Gras einfach nur entsaften. Denn genau wie die Wildkräuter, die alles, was es an Kulturgemüse gibt, bei weitem mit ihrer Gesundheit und ihren Inhaltsstoffen übertreffen, genauso verhält es sich mit dem Gras in der Natur im Vergleich zu gezüchteten Getreidesorten. Der Saft von wildem Gras ist um ein Vielfaches gesünder. Hier kommen wir jetzt zu dem Heilkraut Beifuß. Beifuß wirkt appetitanregend, antibakteriell, krampflösend, beruhigend und somit schlaffördernd, durchblutungsfördernd und antimykotisch. Verwendet kann er bei Blähungen und anderen Verdauungsproblemen, Blasen-, Zahnfleisch- und Eierstockentzündung, Mundgeruch, Muskelkater, Hämorrhoiden, Unruhe, Neuralgien und Wechseljahresbeschwerden. Der enthaltene Stoff Artemisinin ist wirksam gegen Malaria und eventuell sogar gegen Krebs. Früher wurde der Beifuß bei der Geburtshilfe eingesetzt, deshalb darf er nicht in der Schwangerschaft angewendet werden, weil es zu einer Fehlgeburt kommen könnte. Hier sehen wir den Lindenbaum, also die Linde, deren Blätter man auch essen und entsaften könnte. Viele kennen sicher den Lindenblütentee, der bei Erkältungen eingesetzt wird, aber auch die Lindenblätter finden Anwendung bei Erkältungskrankheiten, Appetitanregung, Nervenberuhigung und Unterstützung der Harnabsonderung. Dies ist der Breitwegerich. Seine Eigenschaften sind abschwellend, antibakteriell, antiseptisch, auswurffördernd, blutreinigend, blutstillend, desinfizierend, entzündungshemmend, harntreibend, reizmildernd, schleimhautschützend, wundheilend und zusammenziehend. Und das hier noch ist das Franzosenkraut, dessen Eigenschaften Blutdruck regulierend, blutreinigend und kräftigend sind und welches bei Anämie, Bluthochdruck, Krebs, Leberschwäche und Magen-Darm-Beschwerden hilft. Seine Inhaltsstoffe sind Eisen, Eiweiß, Kalium, Calcium, Magnesium, Mangan, Phosphor, Schleimstoffe, Vitamin A und Vitamin C. Das waren jetzt nur einige der vielen, vielen Heilkräuter, die es hierzulande gibt. Und ich finde, jeder, der etwas auf Gesundheit gibt, sollte sich für dieses Thema sensibilisieren und versuchen, immer mehr Kräuter kennenzulernen. Denn das tägliche Entsaften dieser Heilkräuter schenkt uns so viel Gesundheit, die man mit
keinem Nahrungsergänzungsmittel aufwiegen kann. Und abgesehen von ihren vielen gesunden Inhaltsstoffen beinhalten sie eben das Chlorophyll. Und das Chlorophyll ist so wichtig wie das Sonnenlicht. Ohne Sonnenlicht gäbe es kein Leben und ohne Chlorophyll gäbe es ebenfalls kein Leben. Mein Video zum Entgiften mit Chlorophyll, das verlinke ich euch hier oben nochmal in Schala. Chlorophyll ist außerdem ein hervorragender Blutbildner. Es ist fast identisch mit unserem roten Blutfarbstoff und sorgt daher für reines und gesundes Blut. Je gesünder unser Blut aber ist, umso gesünder sind all unsere Organe, Drüsen, Blutgefäße und jede einzelne unserer Zellen. Auch für eine gesunde Darmflora ist Chlorophyll unverzichtbar. Je mehr Chlorophyll wir aber zu uns nehmen, umso schneller regeneriert sich unsere Darmflora und damit automatisch unser Gesamtzustand. Chlorophyll verbessert also das Blutbild, beugt Krebs vor und bekämpft ihn, versorgt mit leicht aufnehmbarem Eisen und verhindert Anämien, schafft ein basisches Milieu, entgiftet, reinigt die Leber, beseitigt unangenehmen Körper- und Mundgeruch, lindert Zahnfleischprobleme und säubert die Zähne, verbessert das Sehvermögen, fördert die Wundheilung, wirkt gegen Entzündungen und beschenkt unseren Körper mit zahllosen weiteren Wohltaten. Subhanallah. Deshalb kann ich nur jedem immer wieder empfehlen, Wildkräuter kennenzulernen, diese täglich zu sammeln und zu entsaften. Den Saft sollte man auf leeren Magen trinken und eine halbe Stunde danach nichts essen, damit alle Nährstoffe direkt ins Blut übergehen und dort ihre gesunde Wirkung tun können. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Erfolg dabei, gute Gesundheit und dann sehen wir uns inshallah wieder beim nächsten Video. Liebe Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.